Guten Tag zu einem neuen Video der Basteltown GBR. Heute sehen wir Epoxidharz. Und da freue ich mich besonders drauf. Schauen wir mal, wo das mit Corona hingeht. Eventuell bin ich nächsten Monat bei Dipon. Und ich habe da sehr, sehr viele Ideen schon im Kopf. Das ist echt krass. Auf jeden Fall habe ich zum Beispiel bekommen Antibläschen-Spray. Heißt draufsprühen und das eliminiert die Bläschen, die auftauchen. Punkt 1, dann habe ich P20 Epoxidharz bekommen. Und das bedeutet P20. Was bedeutet P20? Also es gibt einmal P20. Dann gibt es natürlich noch, hier sind wir P20, P100 und P50 ist die Gießhöhe, die machbar ist mit diesem Harz. Je nach Temperatur kann man auch ein bisschen höher gießen, aber da gebe ich euch keine Info. Die Info, wo ich euch geben kann, ist, mein Tisch gieße ich jetzt mit P20, 2 cm. Ich tue ja den ersten Guss mit 4 mm machen. Vielleicht aber auch 5 mm und dann habe ich mir für den ersten Guss, der ist ja gefärbt, was Geiles kommen lassen. Und schaut euch das selber an. Ich würde gern mit den Finger rein und die Farbe essen, aber die darf man nicht essen. Bora Bora, Türkis. Absolut geil. Auf jeden Fall wird das der erste Guss und der zweite wird dann gemacht mit Honey-Resin. Das ist sehr dickflüssig und eigentlich als Topcoat. Also Finish obendrauf soll sehr, sehr hoch glänzend sein. Also das Ergebnis, das haut euch wahrscheinlich genauso wie mich dann später vom Hocker. Hoffen wir mal. Ja, also fangen wir mal an mit dem Gießen, also mit dem Vorbereiten. Die Vorbereitung fängt nicht an, wir kleben den Tisch ab, sondern als erstes brauchen wir einmal Handschuhe, damit wir mit dem Harz nicht in Kontakt kommen. Dann ganz wichtig, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung, eine Atemschutzmaske, verlinkt, und nicht so eine Standardschutzbrille, wie jeder kennt, sondern eine mit einer Gummilippe am besten, damit, wenn ihr irgendwie was ans Gesicht hingetropft kriegt, es nicht runterlaufen kann. Also ganz wichtig. So, Grundausstattung haben wir. Jetzt kleben wir mal die Front ab und dann kleben wir die Hexagone drauf. Front abkleben machen wir nicht, sondern die Rückseite. Wie ihr wisst, so Eichenplatten oder überhaupt Holz kann Löcher haben durch Äste oder sonst was, wo euer Harz durchfließt. Und dann wird die ganze Sache nämlich unschön. Deswegen nehmen wir jetzt, also das gibt es bei dipon.de auch. Ich nehme für 6 Euro, glaube ich, so Tesa Signal Warnband. Funktioniert einwandfrei, kostet nicht so viel wie das amerikanische Klebeband, 20 Euro die Rolle. Und damit kleben wir jetzt die komplette Rückseite sauber ab, auch die Kanten nach oben hin, dass, wenn stirnseitig Harz durchziehen sollte, was möglich ist, kann es auslaufen an der Seite, weil Wasser geht ja auch durch. Und ja, was ich sagen wollte, ganze Kiste hier abkleben, sauber, flach, ohne Falten. Worauf ihr natürlich achten müsst, ist nicht das Klebeband nebeneinander setzen, sonst habt ihr da wieder einen Spalt, sondern wirklich mindestens, also ich mache 30% Überlappung mindestens, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Und wenn ihr überlappt habt, dann bitte einmal schön mit der Faust drüber fahren, damit ihr da keine Öffnungen habt. Sonst haut euch da nämlich, wenn das Harz durchs Holz rausgeht, da ab. Die Rückseite haben wir jetzt abgeklebt. Geht jetzt bitte pfleglich damit um. Also nicht über den Tisch hin und her scheren. Wenn die Folie durch ist, könnt ihr ein Problem kriegen. Wisst ihr ja. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten, was wir machen müssen. Nämlich wir rühren uns jetzt ein bisschen Epoxidharz an und tun das hier drin verteilen. Die Kanten, den Boden, auch die Hexagone, die ich ja gemacht habe. Das wird jetzt ein bisschen Arbeit. Aber die streiche ich seitlich komplett ein, damit nach dem Guss keine Bläschen oder nicht mehr so viel Bläschen aus dem Holz rauskommen. Ich habe zwar das Anti-Bubble-Spray,
Aber es kann auch sein, dass kurz bevor es letztendlich aushärtet, noch Bläschen rauskommen und die habe ich dann oben an den Rändern stehen und müsste, ja, sagt's mal schnell, sehr viel Plan fräsen, dass am Ende von der Tischplatte wahrscheinlich nichts mehr übrig ist. Deswegen vorarbeiten. So, fangen wir an. Mischungsverhältnis haben wir 2:1 beim B20. Heißt, wir haben Komponente A. Da mache ich jetzt erstmal 20 Gramm und 10 Gramm von B. Und ab jetzt herrscht Handschuhpflicht, Maskenpflicht, Augenschutzpflicht. Und Raum gut belüften, wenn ihr fertig seid. Ne? Dann rühren wir eine gute Weile um und streichen jetzt hier alles mal ein. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, solange das noch feucht ist, diese Hexagone schon drauf zu machen. Die kleben dann automatisch fest, dann muss ich sie nicht mehr hinkleben. Wir lassen das jetzt trocknen und ich werde einen Tag später gießen, damit das 100% trocken ist. Ich muss die Platte auch noch, weil sie leicht gebogen ist, festspannen und noch dem Gefälle der Werkstatt anpassen, weil ja der Tisch schräg steht. Vielleicht haue ich einen Keil unter den Tisch, damit die Tischplatte gerade steht. Und ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ihr das Zeug im Wasser stehen habt. Ne? Nachdem wir jetzt den Tisch unten komplett ausgerichtet haben, mit Keile ins Wasser gestellt, auf Deutsch gesagt, weil die Garage fällt ja in die Richtung, und die Platte runtergespannt haben, weil die irgendwie so eine Banane gemacht hat, haben wir das jetzt alles eben und jetzt machen wir den ersten Guss mit grob 600 Milliliter Epoxidharz, circa 1 Liter brauche ich für das ganze Zeug, und da machen wir Blaura oder Bora Bora heißt von Dipon. Ich verlinke euch das ganze Zeug unten in der Videobeschreibung. Und ja, wird bestimmt cool. Wir gießen ja auf zweimal, so dass die gefärbte Schicht ein bisschen tiefer sitzt und obendrauf Honey Resin, also ziemlich dickflüssig für High Gloss End Finish Harz. Habe ich mir als Tipp geben lassen. Aber jetzt machen wir das. Hier habe ich Becher. Da ist schon 1:2 Mischungsverhältnis drauf und natürlich wieder Schutzmaßnahmen ergreifen und dann geht's los. Jetzt machen wir ein bisschen Farbe rein. Ihr braucht da nicht viel. Ich denke mal, das hier reicht schon locker für alles. Also ihr seht, diese Pigmente, die reichen ewig. Und jetzt tun wir die ganze schöne Brühe hier reingießen. Ja, fertig sind wir mit dem Guss. Keine Angst, ich habe hier vorne und hinten offen. Hier zieht ein guter Wind durch. Ja, so einfach ist es. Klar, es ist eine Schweinevorarbeit.
für ein sauberes Ergebnis, aber das kann sich am Ende sehen lassen. Hoffe ich mal zumindest. Also, Kanal abonnieren, Teil 2. Also wir sind hier jetzt fertig. Teil 2 ist Finish, fertig, Tisch fertig, komplett fertig. Deswegen abonnieren, Glocke anmachen und dann wirst du informiert, wenn ein neues Video kommt. Andere Epoxy-Projekte oder was ich so versucht habe, hier in der Playlist. Könnt ihr ja mal reinschauen. Und alle Produkte, die ich verwende, verlinke ich euch in der Videobeschreibung oder auf der Basteltown-Webseite. Findet ihr unter dem Reiter meine Werkzeuge, Epoxy, Resin, Zubehör. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den nächsten Videos und eine schöne Woche. Wochenende. Soll ja schönes Wetter geben. Bis dann.